Hallo Leute und willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robi und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Wir sind jetzt schon bei Part 13. So, wo waren die letzten stehen geblieben? Ah, eine verbuggte Paimon. Schauen wir, ob die noch dort ist. Weil das wäre scheiße, wenn die mich jetzt die ganze Zeit nervt mit, wenn ich irgendwo hinreise. Bitte geh da nicht hin, bitte geh da nicht hin. Wo gehst du hin? Perfekt. Die schwebt hier nicht mehr rum. Testen wir es gleich nochmal. Taverne verlassen. Weil wenn ich jetzt mich wegteleportiere, dass nicht irgendwas Komisches sagt. Wunderschön. Davor hat sie immer gesagt, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? So. Was haben wir? Sonderaktion. Hinter den Kulissen. Das seht ihr aber jetzt eh nicht. Mache ich vielleicht wann anders. Weil da gibt es auch ab und zu mal so ein bisschen Urgesteine. Kann man immer machen. Aber da, wenn ihr es eh nicht seht, lohnt es sich ja eh nicht. Die Werbeaktion hinter den Kulissen. Das zeigt gerade an, was ihr gerade bekommt. Und das ist nur 1000 Mora. Braucht kein Mensch. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? Da haben wir noch was. 1 cube or 2? Ah, jetzt sind genau die Festaktionen, die letzten paar sind offen. Aber ich habe eh schon fast alles. Davon brauche ich eh nichts mehr. Nur die Hauptmission geben noch Urgestein. Das habe ich auch schon. Die mache ich wahrscheinlich immer mal wieder zwischendurch. Die Hauptmission. Macht dann immer so Spoilerwarnung, wenn ich dann nicht anfange. Wenn ich wissen will, was von Fontaine schon passiert. So. Emberle. Das war jetzt so schnell von Paimon gesagt, dass er nicht weiß, was er gesagt hat. Jetzt habe ich mich selbst in die Luft gejagt. I must leave no stone unturned. Machen wir kurz die Quest hier zu Ende, die ich gestern angefangen habe und Paimon mich gestört hat. Dachte ich schon, ich habe irgendeine Quest. Oder aus irgendeinem komischen Grund, warum es immer abgebrochen hat. Oder nicht abgebrochen, aber warum sie so nervig was gesagt hat. So. Zack. I'll catch up. Ja, mach mal den weg, der nervt mich. So. Also wenigstens die Ausrufezeichen weg. Someone needs assistance. Echt? Wer? Ui, da war Lampenkraut. Nehmen wir mit. Wenn wir schon hier sind. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir alles mit. So, jetzt können wir hoch. Also, ein bisschen zu hoch. Irgendwas mit Wachturm müssen Nachwuchs machen. Paimon, sag doch was. Ich kann nicht kämpfen und so schnell lesen. Zack, zack, zack. Schön aufspießen. Wir müssen eh schnell 22 werden. 23 werden. Um die Story weiterzumachen. Deswegen machen wir so kleine, schnelle Nebenquests. Für die guten Abenteuer-EPs. Die wir so gut gebrauchen können. So, da oben ist noch einer. Und jede Kiste, jeden Seele, alles mitnehmen. Wird alles Abenteuer-EP. Wir müssen noch diese Woche Dwalin machen.
Weil diese kann man nur einmal die Woche machen. Someone needs assistance. Und ich glaube, es gibt auch Abenteuer-EP. Dass wir seine Materialien auch schon langsam sammeln. Zum Aufsteigen später. Deswegen, wenn ich den Auftrag gemacht habe, würde ich sagen, versuchen wir mal den Dwarlen. Aber das glaube ich 40 könnte knapp werden mit unserem Team. Aber von allen den besten ist ja einer der leichtesten. Deswegen machen wir. Nur 2. Das ist ja easy. Ich habe nur Gänsehaut gelesen. Paimon kriegt Gänsehaut. Achso, kommt noch mehr. Den nervigen gut erst kommt. So. As a good knight should. As a good knight should. Schön, schön. Einer ist schon mal down, sehr schön. Gut so. Nummer 2 ist auch down. Windblade. Locker flockig. Da ist immer noch so viele Monster. Wahrscheinlich war das eben nur... Ich kann nicht mehr so schnell lesen. Wir müssen zu Cyrus. Auf zu Cyrus. Cyrus. Tut mir schnell was Cookening machen. Weil... Ich glaube, du musst 20 Gerichte pro Woche machen. Haben wir die gleich durch. Nice, Barbara. Hier unseren Erlebnispass. So. Steak. Amber, ist dein Leibgericht. So. Die Rettichsuppe noch. Immer die was Bonus geben. Am wichtigsten. Kriegen wir vielleicht was umsonst oder andere spezielle Speisen wie bei Amber. Die hat 2 verschiedene Steaks. Das normale, gebratene und ihr Spezialsteak. Da 1 extra bekommen. Für unser Material. So, gebratenes Hähnchen. Brauchen wir wahrscheinlich noch 4 oder so. Machen wir mal 5. Komm schon, mach doch dein Spezialhähnchen, Rosaria. Nice. Dann sind wir jetzt fertig, 10 von 10. Dass wir den automatisch kochen können. Noch einmal. Perfekt. So. Da,
Wöchentlich 20 Gerichte. Perfekt. Kann man die nicht mehr entfachen? Achso, es regnet. Wegen dem Steinchen. Aber wie lange regnet es denn überhaupt? Hör mal auf. So. Wo ist das Schmetterling? Champignon. Schöne Kiefernzapfen. Alles mitnehmen. Nur ein. So. Da haben wir eine Daily Mission. Ballern wir die schon durch. Und eine Kiste. Wie habe ich die letztes Mal gesehen? Keine Ahnung. Windblade. Oh. Is this an answer from this world? Ist vielleicht noch eine Kiste? Sehr schön. I'll keep this close. Mit alles mitnehmen. Gehen wir schnell zum... müde. Zur Daily Quest. Ich glaube, die gibt auch Abenteuer. EP und Urgestein. Wird auf jeden Fall gemacht. Schade, ich dachte vielleicht eine Kiste. Ah, doch. I'll Nice. keep this close. Kurz kaputt machen. Nice. Easy. Ja, ey, 200. Mega gut. Mega gut. Immer alles kaputt machen, alles anzünden. Schade. Aber was auch sein kann, um den See herum, gibt es da noch welche? Sieht nicht so aus. Nope, da oben ist auch nichts. Schade. Dass sie so verstreut um den See herum sind, könnte es auch sein. Sage, hier kann überall irgendwie zusammenpassen. Aber sieht nicht so aus. Schade. Aber eine Kiste. Aber eine Kiste. Die kriegen wir gleich.
Oh, da ist noch ein. Nehme ich auch mit. Nehme ich auch mit. Ah. Da muss ich wahrscheinlich kämpfen. Nicht wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Easy. Opening a chest is like unwrapping a gift. Ah, hier kann man angeln. Okay, sehr gut. Markieren. Hup. Hup. So. Jetzt sieht alles in der Nähe gut aus. Holen wir uns einen Teleporter. Oh, hier ist irgendwo ein Seeli. Richtung. Dort. Oh, schöne Steine. Alles lenkt dich ab hier in dem Spiel. Da oben leuchtet irgendwas. Aber wir brauchen eh alles, um schnell hoch zu leveln. Unsere Abenteuerstufe. Oh, die kennt ihr. You can't run. That felt Sehr schön. pretty good. So. Da hoch gehen wir auch gleich. Alles mitnehmen, was geht. A little dusty. Und der normale hat jetzt schon wieder 2 gegeben. Ich verstehe es nicht. Wird schon dunkel hier. Oh, der ist hoch. Oder doch? Ne, schaffe ich. Ich dachte schon, bin zu viel gesprungen. Lalalala, ich komme hier schon. Go, go, Fairy Buddy! Wingblade! Easy. I'll keep this close. Sehr schön. Told you I'd win. So. Wo ist der Teleporter in die Richtung? Ah genau, ich wollte den Seeli holen.
muss hier irgendwo... eine Kiste auch noch. Warum ist ein Teleporter? Warum eine Kiste? Der Seele ist wahrscheinlich auch irgendwo da. Weil da hat er in die Richtung gezeigt. Nice. Der Teleporter gibt auch 50 EP. Alles gibt Abenteuer. Steady as stone. Ei. Ich sehe, glaube ich, einen Seele schon hinter der Truhe. No one escapes my sight. Judgment. Punishment. Windblade. Easy. Is this Vielen an Dank. answer from this world? Oh. Noch eine billige Truhe. Dankeschön. Und da ist auch irgendwas. Sehr schön. Nice, nice, nice. Alles Another Abenteuer. target tracked EP. down by Outrider Amber. Und da war mein Seeli. Bet you Sehr can't keep up schön. with me. So. Locker. Sehr schön. Opening a chest is like unwrapping a gift. Der hat sogar 30 gegeben. Ah, jetzt hat er wieder 5. Ich sag ja, ich versteh's nicht. Mal so, mal so. Noch eine Truhe. Wahrscheinlich die ganzen Truhen, die ich jetzt hier gefunden habe, Alter. Haben schon mehr als die Quest geben muss. An Abenteuer-MP. Wo war die Truhe? Da. Bist du Gegner? Raus. Schleimkondensat. Nee, du warst nicht der Gegner. Ihr kommt ja schon. Okay. Easy. I'll keep this close. Das ist eine Herausforderung. Da sehe ich auch nochmal eine Kiste. Hey. Die werden mir ja gerade nur so um die Ohren geklatscht. Windblade. A reward on the road. Easy. Judgment. Wo ist der Kleine da? Oder was ein anderer? Hier ist noch ein Seeli. Den, oh, schon gesehen.
That felt Sehr schön. pretty good. Alle Anemoschleime. Oh, voll daneben. Locker. Opening a chest Sehr is like schön. unwrapping a gift. Alter. Das wird ja ewig dauern, bis 23 sind. Aber lass uns nochmal I erstmal won't let you den down. Löwenzahn holen. Und dann mal Duolin. Aber erstmal machen wir da unten die Tage. Ey, da kommt ja eins nach dem anderen dazwischen. Und da habe ich gerade die Tagesquiz gesehen. Mach mal das auch. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Meine Süßis. Be gone! Be gone. Time to clean up. Easy. Wingblade! So locker geht's. Shiver. Hey, let it rain. Wingblade! Easy, easy, easy. I'll race you there. Schade. Ich dachte, vielleicht kriege ich was. Aber sieht nicht so aus. So. Gehen wir zu Cyrus. Ah, das habe ich schon mal gelesen. Plakat des Geschäfts. Cyrus, mein Freund, ich komme ja schon. So schnell zurück? Naja, dann gehe ich davon aus, dass nichts Ernsthaftes passiert ist. Nein, es gibt immer noch sehr viel Monsteraktivität. Was? Es waren immer noch Monster herum und es sind sogar mehr als vorher? Das ist ungewöhnlich. Wurde die große Streitkraft, die Musketen zuvor angegriffen hatte, nicht zuvor besiegt? Warum schleichen sie noch immer in diesem Gebiet herum? Haben sie vielleicht andere Pläne? Ich muss die Abenteurer zusammenbringen und unsere Aufträge neu verteilen. Wir dürfen diese Monster nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sorgfältige Untersuchungen zu Monsteraktivitäten in der Wildnis durchzuführen, fällt in den Bereich der Abenteuergilde. Es ist an der Zeit, jedem zu zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Ach ja, bitte nimm das für deine Anstrengungen. Das Wichtigste, meine Bezahlung. 100 hat er nur gegeben. Geiziger Cyrus. 100 Abenteuer-AP. Ist ja nichts. Was haben wir noch? Ey. Einige. Besiege alle Monster. Kriegen wir hin. Da ist sogar eine Tagesaufgabe in der Nähe. Aber erstmal den hier. Ich muss Abenteuerstufe 25 sein, um die überhaupt anfangen zu dürfen. Katastrophe. Heißt, wir ballern Quest durch wie nichts jetzt.
Quests. Oh. Da gibt eine Kiste. Sehr schön. Wow, these will come in handy. Schmetterlinge überall. You can't run. Da oben war nix. Ich komme ja schon. Geht doch. Erstmal den großen wegfetzen. Dann kommt die kleinen Wichte dran. Prepare to be blown away. Ich muss hier die ganzen Barrikaden wegbauen, oder? So. I'll race you there. Nummer 1 erledigt. I'll catch up. Machen wir die Tagesaufgabe, die hier ist, gleich mit. Machen wir beide gleichzeitig. Nice. Oh, Chest. Sehr schön. Wonderful. Da sind Eier. Dick und klebig. Vernichte die Schleime. Machen wir doch. Sprich mit Tuno. Vielen, vielen Dank, Rakela. Ich wollte eigentlich nach den Weinstöcken sehen, aber dann ist mir das hier passiert. Ach, bitte sag meinem Sohn nichts davon. Er ist Ritter des Orden Favonius. Damit hat er sicher schon genug zu tun. Er muss sich nicht erst Sorgen machen, nur weil sein alter Vater ein paar Problemchen hat. Aber in letzter Zeit tauchen immer wieder Schleime in der Nähe des Weinguts auf. Jeden Tag muss ich Angst haben, dass die Reben von den Schleim zerstört werden. Ich komme kaum noch zum Schlafen. Wenn du einen alten Mann einen Gefallen tun könntest, würde ich dich bitten, die Schleime in der Umgebung loszuwerden, damit sie nicht weiter Unheil anrichten. Kein Problem. Wunderbar, dann kann ich mich endlich etwas ausruhen. Chill, 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 mein Freund. Pilzchen. Gibt's hier auch immer. Ich glaube, da oben waren Eier. Oben noch ein Pilz. Sehr schön. Da waren Eier. Oh, eine Chest. Is this an answer from this world? Sehr, sehr schön. So. Da war noch was. Hat das geblinkt. Und jetzt zu den Schleimchen. Was ist diese Mist? Nebelwolke da.
die alle anlockt. Oh, was ist denn das? Sieht aus wie Staub aus, das am Elemental entspricht. Egal was dran ist, es muss immer noch Staub. Mit dem Annehmerkraft sollst du ihn wegpusten können. Windblade. Das kriegen wir auch hin. Get him. No escape. No escape. Der große wird auch easy. Hoffe ich mal. Leave it all to me, as a good knight should. Kann auch gleich heilen, wenn es mehrere sind. Geben gut Leben. Widerschlag. Nice. Easy. Easy. Gebiet der Wölfe. Geh nach Wolfenlauf. Neuer Auftrag. Ah, weil ich aufgestiegen bin. Neue Quest. Ich dachte gerade, hä, was ist das? Ich sag, die Dailies geben 200. Das ist echt nicht schlecht. Das sind die nächsten Barrikaden. Alter. Schön viele Kristallkerne, sehr schön. Die werden wir in Zukunft eh viel brauchen. Schon mal ein paar weggefegt. Da ist er. Hab ich alle? Jupp. Sehr schön. Schade. Wo ist der letzte? In die Richtung. Latsch mal auch hier oben entlang. Könnte irgendwo eine Kiste versteckt sein. Da sind sie gerne. Am Rande. Bet you can't keep up with me. Na, oder ein Seeli. Im Auge. Ah, nee, ist doch kein Seeli. Nur ein Kristallkern. Steady as stone. Hey! Yeah, judgment. Easy. Die Eidechs noch erwischt, sehr schön. Ich hab gar nicht versucht abzuhauen. Auch keine Kiste, schade. Windblade. Someone needs assistance. I must leave no stone unturned. So. Nächste Quest erledigt. Ah, das war der gleiche Weg.
Immer vorwärts, immer vorwärts. Da muss ich rein. Du, du. Let me in, let me in. Das ist großartig. Das Geschäft unseres Weinguts kann nun Schritt für Schritt wieder beginnen. Ehrlich gesagt hätte ich diese Angelegenheiten an Meister Diluc melden sollen. Aber er ist einfach so verschwunden. Ich habe überall im Weingut nach ihm gesucht, aber niemand weiß, wohin er gegangen ist. Adelinde hat so etwas gesagt wie Meister Diluc ist gegangen, um sich um eine persönliche Angelegenheit zu kümmern. Hat sich aber geweigert, mehr zu sagen. Sie hat ihn nicht einmal besorgt ausgesehen. Seufzt, vergiss es. Sobald er zurück ist, werde ich lange mit ihm unterhalten. Er ist der Batman von Munstedt. Kann ich nicht einfach hier zurückhalten, seine Pflichten als Dark Knight zu bremsen. Was ich ganz vergessen habe, ich kann ja eine Zehnerziehung machen. Machen wir gleich. Genau. Komm schon. Komm schon. Glück ist Glück. Komm. Sie. Gold, 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 Gold. Komm schon. Nie Gold. Oh, was habe ich? Regenschnitter. 4 Sterne. Großschwert. Das heißt, nicht mal ein 4-Sterne-Charakter. Oh, Menno. Tut nur noch Müll wahrscheinlich. Ja. Oh, nicht mal ein 4-Sterne-Charakter. Traurig. Das wurde eine traurige Ziehung. Ember war immer noch die einzigste, ja. Und Noel. Beide und Razor. Dann gebe ich Beide den Regenschnitter, weil der hat Elektrohydro. Verbesserung. Und dann kann unser Razor den hier nehmen. Wo ist unsere Beidou da? So. Aber die auch jetzt weg. Der ist schon voll. Sind auch schon voll. Rabenbogen. Der ist neu. Steinschleuder, Reflexbogen. So. Ja, da brauche ich 5 davon, ey. Da brauche ich 3 davon. 3 von den Krallen. Den muss ich aufleveln. Durch Beidou ihren aufleveln. Mit dem ganzen Schrott, den wir haben.
3 Sterne Waffen auch. Genau. Ui. Wieso nimmt denn die guten Sachen zuerst? Verstehe ich nicht. Echt die ganzen billigen Sachen. So. Ja, den kann man auch auf 20 machen, scheiß drauf. Ich habe momentan eh genug Steine. Ich muss jetzt 25 werden, um meine Waffen noch höher zu machen zu können. Und bis 20 kostet eh nicht so viel. Zack. Weil ich noch einen Bogen hab. Charakter. Gut so. Whenever you need me, I'll be there. Was soll ich bekommen? Favonius Jagdbogen auf Stufe 20. Die brauche ich für irgendwas. Was ist der hier? Oh, ich brauche 5. Mann, hey. Erst 25. Den kann ich jetzt aufleveln, aber den brauche ich jetzt nicht. Warte mal. Mittwoch, Samstag, Sonntag. Was haben wir denn heute? Ja, wir haben Mittwoch. Perfekt. Kann ich die schon machen? Ja, steht nichts von gesperrt. Dann gehen wir mal dahin. Leveln wir unseren goldenen Bogen auf. Wenigstens auf 40. Someone needs assistance. Ah, hier war ich glaube ich auch schon. Ja, hier war ich schon. Da war ich noch zu schwach mit der Abenteuerstufe. Konnte ich nicht mehr meinen Teleporter hier machen. Nice. So, 36. Jo, was machen wir? Versuchen wir den 36er. Könnte knapp werden. Ich brauche noch einen Blitzcharakter. Den neuen brauche ich aber. Eisfeuer, Blitz. Ist auch nur 13. Egal, versuchen wir es so. Ohne Blitzcharakter. Windblade. Prepare to be blown away. Lights out. Achso, ich darf immer... Ah, okay. Zwischen jedem Kill darf 23 Sekunden sein. Und 25 waren es. Schwächen wir alle ein bisschen. Ab 10 kill ich immer einen, genau. Jetzt schwäche ich den hier. Dann müsste es eigentlich klappen. Fertig. Immer die mit etwas zu viel Leben. Windblade. Jetzt hier. Wer hat noch viel Leben? Hey, let it rain. Time to clean up.
knapp. So, wieder voll. Oh, ich hätte den leben lassen sollen. Könnte es knapp werden, oder? Nee, oh, vereisen, nicht vereisen. Nice. Gut, einer ist schon mal down. Easy. Das sind nur Schleime. Das sind alles nur Schleime. Perfekt, 2 grüne. Oh, geben auch Abenteuer-P. Sehr gut. Kann man dann immer zwischendurch drin machen. Habe ich 15 Sphären gemacht. Nicht in Frage stellen, einfach. Ah, die ganzen Quests und alles auch noch. Das kann dann schon sein. So. Jetzt kann ich den auf 40 machen. Ah ne, das fehlt noch. Was ist denn das? Beute von Ruinenwächter. Ja, da müssen wir welche suchen. Die nervigen Ruinenwächter suchen. Nee. Oh, da läuft er schon. Kurzer Prozess machen. Windblade, prepare to be blown away. Ich sag gar nichts ab, du. Hey, go, go, fair and buddy. No one... Shiver. Leave it all to me. You can't run. As a dutiful maid would. Perfekt. Sieht schon einiges mehr ab. Natürlich. Nervensäge. Schön. Und gleich 2 bekommen. So. Nicht mehr verfolgen? Nee. Weil ich habe jetzt genug schon. Aufstieg. Sehr schön. Verstärken. Hey. Gib doch mir erst die ganzen billigen Sachen. Warum irgendwie gute? Weil wenn ich später 10.000 Grüne habe oder 10.000... Wobei eigentlich ist es egal, oder? Mit einem Knopfdruck sind die alle ausgewählt und machen so viel wie es geht. Ja, dann ist eigentlich echt scheißegal. 40. Wunderschön. 27,8% hoch und 235. Sehr, sehr schön. Jetzt eigentlich bei den Artefakten aus. Nur blaues Zeug. Ich brauche grün, ich brauche lila. Lila. Oh je, kann ich einiges benutzen hier. Was benutze ich? Was benutze ich? Wollen wir den verstärken?
Mit dem ganzen weißen Zeug. Sehr schön. Sehr schön. KT bekommen, auch schön. So, jetzt kommt schon grün. Ja, ich baller auch alles Grüne weg. Machen wir den auf 12. Perfekt. So. Da ist noch einiges grün. Und die anderen tue ich alle auf blau wechseln. Dann kann ich noch mehr Grüne wegballern. Nee, muss ich da drauf. Ich hätte nur lila blau. Da ist ein Grün. Die Blume. Ja, doch, ein blaues Hammer. Sehr schön. So. Alles blau, alles blau, alles blau, alles blau. Der hat ein bisschen was grün. So. Hat jetzt alles blau. Der hat ein bisschen grün. Alles blau. Mademoiselle hier hat auch ein bisschen grün, aber da gibt es schon mal kein blaues mehr. Da hat sie schon blau. Hat auch kein blaues mehr. Hier blau. Hat blau. Sehr schön. Ach, falsch, egal. Da gibt nichts Blaues. Hier hat sie schon blau. Da gibt es auch nichts mehr Blaues. Da gibt es noch eins. Und was haben wir hier? Auch nichts mehr. Barbara ist die letzte. Okay. Da ist schon voll. Hat sie. Hat sie. Da ist auch voll. Hat sie. Schade. Aber wir können noch einen aufleveln. Ne, mach mal. Gib mir ins Item. Sehe ich besser. Ich will den auch auf fast 12 ist. Zehn. Nicht mal alles, oder? Doch alle. Ganz genau. Alle grün. Ne, ein grüner. Fehlt sogar. Sehr schön. Wunderschön. Und die mache ich dann als nächstes auf 12. Fehlen nur ein paar... Oh, da habe ich 40 Stück, oha. Diese sammle ich für goldene dann. Dass ich einen goldenen, wenn ich einen guten bekomme, direkt voll mache. Wenn ich meinen ersten goldenen habe. Und der gut ist, natürlich. Wobei wenn der goldene rauskommt, ich sie wahrscheinlich direkt voll machen. So wie hier, die ganzen Lieder direkt voll machen. Auch wenn die nicht so gute Stats haben, die passen. Am Anfang ist egal, einfach voll klatschen. So. Oh, ich muss noch die eine Daily Quest machen. Gehen wir dahin. So, geheilt. Wo ist die? Ja, in die Richtung. Ah, das ist wahrscheinlich wieder Ding. Der nervige Typ. Oh, da ist irgendwo Anemo Crystal. Ich sehe ihn schon. Ja, wie habe ich ihn davor nicht gesehen? Zack. Und da ist die Kiste. Wunderschön. I'll keep this close. Oder ne? Das ist die hier, oder?
Die Wachturm. Yep. Dann ballern wir die kurz weg. Windblade. Easy. So. Komm runter. Sehr schön. Glühwürmchen. Glühwürmchen. Zack. Was war das? Tägliche Mission, 10 Erz, 2 Standardzeug, Standard. Habe ich eigentlich genug eigentlich? Für mein... Ja, Mann. Einmal den hier. Dankeschön. Einmal den hier. Dankeschön. Und ich habe noch 115. Dann sind die gut. Sehr schön. Und dann fange ich von dem Einsatz mal. Man weiß ja nie, welchen Charakter ich bekomme. So. Sternbild. Hab alles sehr schön. Dann machen wir dich auf 40. Meine Ember. Yeah, as Oder fast as right. fast 40. Genau 116. Machen genau 20 Level. Geil. Warte mal. Ich wollte eh nicht voll machen, aber 18. 38 reicht. Dass ich noch ein bisschen leveln kann, weil ich kann über 40 eh nicht auf hochleveln. Erst ab 25 stand da, glaube ich. Ja. Einsammeln, sehr schön. 39, 36, 38, 33. Machen wir dich noch ein bisschen hoch. Wenigstens so 37 oder 38. So. Das sind momentan meine Main-Kämpfer. Ember ist nur da, weil ich keinen anderen Pfeil und Bogen habe. Und Rosaria auch. Die zwei sind nur da, weil ich gerade keinen besseren habe, der mir gefällt. Beidou ist cool. Wenn nicht schlecht, ein Elektro zu haben, leveln wir die vielleicht noch ein bisschen auf. Fünf Stück. Haben nicht 20 gemacht. So. Perfekt. If you ever want to trade tactics, Aufleveln. I'm always ready. Nacht. Ah, da muss ich nach Liebe. Nachtjade. Ja. Ja. Da muss ich nach Liebe. Hätte ich nicht aufleveln sollen. Umsonst auf 20 gemacht, egal. Dann brauche ich Laila auch nicht, weil erst in Sumeru wahrscheinlich das Zeug bekommen, ja. Kaya kann ich dann. Razor hätte ich dann aufleveln sollen. Egal.
Für ein Elektro. Oder Lisa. Überlege ich mir noch. Kirara bringt dann auch noch nichts. Ja, passt so. So. Ne, falsch. Ist da. 500.000 Mora. Dankeschön. Add Astra at. Ja. Alter, vor Thank allem you for etwas, hä? Add Dankeschön. Astra. Dankeschön. Add Astra. Nochmal 2 neue Sachen. Geld. Was war das dritte? Mehr brauche ich nicht. Ah, ich habe doch Fontaine schon erreicht. Brauche ich bei Fontaine irgendwas? Könnte ich machen, aber ich brauche es glaube ich gar nicht für irgendjemanden. Bleiben wir bei Steinchen. So. Schmiedelein. Was brauchst du für? Also was die Ärzte angeht. Es gibt noch viel Arbeit, ich muss mich reinhängen. Ach so, die habe ich ganz vergessen. Der hat mir ja auch eine Mission gegeben. Bei Sturmschrecken war das, glaube ich. Oh, da fehlt mir noch ein bisschen was. Dann kann ich mir einen Einhänder machen. Habe ich nicht. Dann kann ich mir einen Zweihänder machen. Angriff. Oh, Verteidigung. Das wäre für Noel ganz gut. Angriff und die Verteidigung bei Treffen mit Standardangriffen und heftigen Schlägen 6 Sekunden lang um 6%. Vierfach stapelbar. Und der Gua. Ne, ich würde den weißen hier machen. Noch ein bisschen, dann mache ich den da. Was macht der? Physische Schadenbonus. Elementarkunde. Ich habe das schon einen, oder? Na genau. Den da. Ja, den mache ich, dann kann ich verfeinern. Auch nicht schlecht. Dann brauche ich noch 100 blaue und 100 weiße Steine. Dauert noch ein bisschen. Ich kann den da machen. Bedeutung der Lupikal. Das müsste Razor sein, seine Mission. Fiktion und Realität innerhalb... Ah, das ist... Ja, dann machen wir die. Mach mal die. Ah, hier dann wieder Spoiler, gell? Ayaka, Ymir, you're already here. Ja. Good morning. Xavier said yesterday afternoon went well. Yeah, and how about you, Ayaka? What were you up to yesterday? After we split up, Ayato went to see Udex Nervilette at the Palais Mermonia. I was originally thinking of going with him, but he said he could manage it himself. He told me to go see the sights around Fontaine and to enjoy the local culture. So I rode the aquabus with Yoimiya and visited the opera house on Aranias Island. Yeah, you wouldn't believe what we saw there! 2 mechanical puppets that were dancing together! You've already seen them, right? Coppelius Begräbnis und Coppelius Bestrafung. Yeah, those two! Amazing, aren't they? Habe ich auch noch nicht bis jetzt gesehen, ne? Eigentlich. In meinem alten Spielstand schon, aber hier meine ich. We sat and watched for quite a while. It was mesmerizing. Like we could keep watching them forever. Oh, it was the same for us the first time we saw them too! Ja, was für gesehen. Wir waren mittendrin. Afterwards, we went swimming at the beach! Well, diving to be exact. It was the first time I ever breathed underwater!
I held Ayaka's hand and we counted down together. 3, 2, 1, and then splash! We were beneath the waves. At first, I didn't dare to open my mouth. But once I couldn't hold my breath any longer, I decided to take a big breath in. Turns out the water wasn't as salty as I imagined. It didn't really taste like anything at all. Before I knew it, I was breathing like normal down there. It was an amazing feeling. Ayaka said I was too nervous and needed to loosen my grip. She got used to everything way faster than I did. I knew that the Traveler could do it, so I had no doubt we could do it too. That helped me feel at ease as soon as we dove in. The underwater world in Fontaine truly is beautiful. I love seeing the Romaritime flowers blossoming underwater, like little candles lighting up the streets at night. Yeah, and there were so many creatures that we've never seen in Inazuma. Like those fish that shimmer like a sword blade. Whoosh! Oh, and those big fish that call when they see people. Ooh. Oh, you mean hunters rays and blubber beasts. I just love the name Blubber Beast. Just wait till Pops and the others hear about this. They probably won't believe a word I say. Fontaine hat schon eine geile Natur und alles. Hat schon Spaß gemacht, da rein und raus. Ich glaube, am geilsten fand ich... Yoimiya was down there for quite a while. It was dark before we finally rode the aquabus back to the city. I figured she'd want to sleep in today. Drin im Wald alles... War schon geil. Yeah, even I was worried that I wouldn't be able to get up. I still felt like I was drifting in the waves when I went to sleep last night. But as soon as I woke up today, I remembered that we'd all be shooting a film together, and I was ready to go. Speaking of the film, where's everybody else? My brother and Xavier were speaking to the restaurant owner about using the place as a filming location. They should be here soon. As for the others, We're here. Please excuse my tardiness. I just finished the Special Patrol's 6-mile morning jog. Wait, 6 miles? I'm so tired. I heard you all chatting, so I decided to come down. I sure could use some of that endless energy everyone else has. good morning, everyone. Morning. Can someone fetch me a cup of coffee? More milk, hold the sugar. Sure, I'd be happy to do that for you. No, you can't go anywhere. Please, have a seat over here so I can get started on your makeup. The last thing I want is coffee stains on my costumes. I can get the coffee. It's the perfect job for an assistant. So much energy. Seriously, what's her secret? Oh, Yoimiya's always like that. But you sure look exhausted, Farina. It's because you're not used to waking up so early, huh? Of course not. I spent the whole night reading the novel from cover to cover, marking sections that either need to be omitted or adapted. Wow, Paimon didn't expect you to be so thorough. Well, I was the biggest star in all of Fontaine after all. It takes more than just a pretty face to earn a reputation like that. I know how to get serious when the situation calls for it. I went all out when I was acting as an Archon, so why wouldn't I do the same for my own life? Here's your coffee, Director Farina. Und... Platsch. Ich dachte schon. Oh, thank you. The sound of being called director and the aroma of coffee feels almost as refreshing as hearing the birds chirping in the morning. Oh, it seems everyone has managed to arrive on time. We've reached an agreement with the restaurant owner. We are free to use the second floor to shoot our film. Really? That's great!
he is really looking forward to our film, and hopes that providing his restaurant as a filming location will attract more customers. Well then, Mr. Xavier, I'll leave the rest to you. Okay, thanks. First, I'd like to introduce our new members. This is our prop manager, Veronique. She'll be in charge of all the film's props and items. And this is Bonneau, our lighting technician. He'll be in charge of lighting and illumination to set up each scene's atmosphere. Wow. Sure feels like we have some real professionals joining the crew now. First of all, please allow me to first express my sincerest gratitude to everyone in the crew. When my investor informed me yesterday that he wouldn't be able to provide the funds, I really thought that this was the nail in the coffin for this film. I had no idea that I'd find so many people willing to help me on such short notice. Thank you. Thank you all from the bottom of my heart. No need to be so cordial, Mr. Xavier. We're all honored to be a part of this. Ist der Film so gut? Oder das Buch davor? Your works made a profound impression on me when I saw them back in Inazuma. I am sure that someday, this film will be remembered as a prime example of cultural exchange between Fontaine and Inazuma. Yes, the story is the reason I agreed to join. I can't bear to even imagine what this film would look like without the very best director. Anyway, I would like to make a promise to everyone that as the producer of this film, I'll do whatever I can to ensure that everything goes as smoothly as possible. Dann fang mal an hier mit dem This is Drehen. not just my film. It also embodies the thoughts and feelings of every person here, as well as the endless effort we are about to pour into it. So, without further ado, the Two Musketeers will officially begin filming now! You may take it from here, Director Farina. All right, listen up, everyone. The first scene takes place when the two young musketeers are living at the Baron's home, still unaware of all that is about to happen to them. We'll need props and lighting to set the scene. Our lead actors can go get their makeup done, and extras, please take this time to go over your positions. Whoa. Seems Farina's really kicking things into gear as the director. Is everyone clear? I don't want anyone traipsing around the set like umbrella finches. All right, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. Seems like she's still a bit traumatized by that. Hör auf zu spoilern. Paimon. Anyway, let's go see if there's anything we can do to help. Suche nach Personen, die Hilfe brauchen. Shiori? Ayaka has mentioned you to me before. She said that you two were great friends when you were kids. No talking. I'm thinking about how to do your eyeshadow. Ah, yes. To help me really look the part. Telepathie. Die bewegen im Mund ja gar nicht. To achieve a more young and naive look for this scene. Are you saying the wrinkles around my eyes are too deep? You just have too much of a calculating look in your eyes. You sure don't mince your words. It seems you really haven't changed much. Quiet. Ich dachte, sagt so ein Shut the fuck up. How about here? A little more to the left. You got it. Hey, Yoimiya, do you need a hand? No, I'm fine. You know, doing the lighting is kind of like designing a fireworks show. It's interesting to imagine what kind of atmosphere the lights will create. I heard that the Traveler will be operating the camera and Paimon will be the clapper loader, right? Those roles are just perfect for the two of you. Really?
Is that because it'll be easy for Paimon to hold the clapperboard while flying? Well, sure, there's that, but that's not exactly what I meant. Weil Paimon immer für mich hier die Szenen vorbereitet. Attacke, da hängen müssen wir. Das müssen wir machen. I just think that after all your journeys together, you two must have developed a super close bond and just naturally know how to work with each other. If I'm not mistaken, the director will want the cameras rolling as soon as the clapperboard goes clack. Genau genommen läuft die Kamera schon vor der Klappe. Oh, I see. It's amazing to see the magic behind filmmaking. Yumiya, we need lights over there, too. Oh, on it! I've got to get back to work. Chat with you later. Oh, it's exciting to see so many people working together to bring the film to life. Wenn das Seems like kein Yumiya's Meisterwerk really wird. getting into it. But she was right. We do have a super close bond, don't we? Selbstverständlich. Paimon's really happy to hear that. Obwohl wir hier schon die ganze Story vorausnehmen, die wir noch nicht erlebt haben. Bereite dich auf den Drehbeginn vor. Nichts schlechter als das. So, this is a real musket? No, it's just a prop weapon. Not bad. Have you seen a real musket before? Only in books and newspapers. I made this one based on the relative shape and proportions I saw in reference images. When we're filming, some special gunpowder will be applied around the muzzle, which will help create the flash and smoke effects of a real gun being fired. Which means it'll be up to the actors to portray the recoil. That's right. The sound effects for gunshots will also be added in post-production. Thank you, Veronique. I think I know where to start now. However, the musket's gears and firing pin could still use some work. Adding some wear on the metallic components will make them appear more realistic. Also, be sure to rub the muskets with some oil each time before we start shooting. That'll give the impression that the firearms have been well maintenanced. Good point. You seem to know a lot, Miss Chevres. I assume you use these types of firearms on a regular basis? Chevres. Hört sich nicht. Das ist doch bestimmt zu französisch. Das muss auch Chevreau heißen. Yes, I perform routine maintenance on my weapons every day. Just like we as people need to eat and sleep, muskets need to be cleaned and maintained. I also perform similar care for my sword every day, and familiarize myself with its shape and weight, to the point where it feels like a natural extension of my body. Yes, this way, our weapons will never betray us in the heat of battle. Ich frag mich, zählt dann als Bogen, wenn die als Charakter kommt und die kämpft mit Musketen? Oder kriegt sie einfach einen Bogen und keine Ahnung. Yes, well said. It seems we have the same philosophy on this topic. Oh, sounds like they found a common interest to talk about. Though these props differ from the muskets I use, I can still give you some pointers. Good. I look forward to your instruction. First and foremost, never point the weapon at anyone, regardless of whether it's a real or prop weapon, or whether you're holding it or it's on the table. This holds for any time when you're not actively engaging an enemy. Okay, understood. When aiming the musket, extend your arm so that it's level with your shoulder, and use your eye to look down the weapon's sights. Like this? Not bad. Now, try saying your lines. This is the end of the road for you. Good. Now turn your body a little. That way, you'll give your enemy less of a target to work with. And relax your shoulders. Here, allow me to demonstrate. Hat sie den Todesschuss? Seitlich die Waffe halten. Gangster-Todesschuss? This is the end of the road for you. Die machen alle diesen krummen Gangster-Schuss. Excuse me, Miss Chiori. Director Farina, there's something I wish to discuss with you. Oh? What is it? Like this? Yes, much better. What do you think? I do see your point. But are you sure you wish to do this? I believe it would be most fitting. Well, if you insist. All right, I understand. Miss Ayaka, Miss Chevres, could the two of you please come over here? Huh? What's going on? Are we gonna start filming now? Let's go see. What is it? I have a
question for you, Miss Chevres. Would you be willing to play the role of a musketeer? What? To clarify, I would like to turn over my role to Miss Chevres. But brother... Don't worry, Ayaka. I actually view this as a good thing. I was becoming troubled trying to set aside some time to speak to the staff at the Palais Mermonia. I would like to have some conversations about the cultural exchange between our two countries, and I've heard that the bureaucratic process here can get rather complicated. Now, I will be able to focus on my work. Besides, you also know that I'm not really one for public performances. Are you really sure? From a director's point of view, I also felt like the relationship between the two musketeers in the original story could be improved. The older brother in the story plays the lead role with his overbearing character, but this causes his character to overshadow that of his sister, and the theme of the two supporting and relying on each other isn't conveyed very well. But if we were to change the siblings to two sisters of a similar age, then that aspect of the story might come through more clearly. Also, I've seen you instructing Ayaka. That cold and dignified personality is exactly what we need for the older musketeer. Of course, even with all these insights, the decision should still be made by Miss Chevres. Als die Lampenfigur. Chevres mentioned that she really likes the story, right? Paimon bets that she'll take the role. Aber sie wird ihre Tätigkeiten dennoch priorisieren müssen. All right, I'll take the role. Good. It's decided then. I'll get started on making edits to the script. We'll also need to make some immediate adjustments to the lighting, props, and costumes. I have a feeling that our adaptation will be even better than the original story. You're doing a great favor for me, Miss Chevres. You have my gratitude. Don't mention it. I like this character, so if anything, I should be the one thanking you. Well, since my brother is the one who brought up the idea, I suppose there's no need to worry. Let's go, Miss Chevres. I look forward to working with you. Please, just call me Chevres. Seems like you're really going out of your way to solve the problem I was having with your makeup. Surely you jest, Chiori. I assure you that I was mostly motivated by a desire to spend more time on formal business. Oh, come on. You really think I'd buy that? According to what I've heard from Ayaka, her brother is someone who can juggle 10 different matters at the same time. I'm sure you have other reasons for backing out. Und Nisanes Maschine wahrscheinlich, wie es aussieht. Perhaps. Ayaka always said she wanted to go out and see more of the world, just like the Traveler. But I feel that she needs not only to see other nations, but also to make some different kinds of friends. I think it would be harder for her to make new connections with me constantly by her side. I would like to give her some space. Alright, go on. Spoil her some more. Ayato, it's too bad you're stepping down from the role. Paimon really wanted to see you act as a musketeer. Hier ist die Gerechtigkeit. No need to poke fun at me. I'd wager that you also felt that I wasn't the best candidate for the role. It's a little hard for Paimon to imagine you saying those lines. Wirst du jetzt wieder zurück an die Arbeit Yes. I've made an appointment to meet some people from the Palais Mermonia. Now, I will have some more time to prepare. Traveler, get the camera ready. Paimon, get the clapperboard. Actors, to your positions. We're about to start shooting the first scene. Endlich. Go on now. And please take good care of Ayaka. Immer doch. Yep, don't worry. Du kannst dich auf uns verlassen. Thank you. I look forward to seeing the film when it's finished. All right. Now that we're all here, let me help set the scene for everyone. The first scene takes place when our two main characters are still living at the Baron's estate. They've been ostracized and verbally abused by others in the household, but they still have no idea why.
We want to capture how naive and innocent they are, despite their pain. Chevris will be playing the role of the older sister, Tulip, and Ayaka will be the younger sister, Iris. Be sure to get close-ups of the main characters at the right moment. Silence on the set! Lights, camera, action! Let's go! Tulip, Mother's been out for quite a while now. Perhaps she went to pick some flowers on the way home. You know how she loves flowers. Iris, Tulip, I'm home. Hereinsum, die Mutter eine große Aufnahme zu machen. Hereinsum, Panorama zu erhalten. Mother! You were out for so long, we were beginning to worry about you. Habe ich's richtig gemacht? Ich habe keine Ahnung. I'm sorry, but I'm back now, safe and sound. Here, I brought your favorite treat. Apple turnovers. Ich hätte wahrscheinlich Panorama machen sollen. Mother, what are those bruises on your hand? Huh? What bruises? Oh, I must have bumped into something while I was working yesterday. Ich mache gerade nur Nahaufnahme oder was? But I didn't notice them this morning. Then perhaps they're from when I accidentally tripped when I was out just now. By the way, did you have fun playing at home? What's the matter, Iris? Well, we've realized that no one really wants to play with us. They even took Iris's doll and spat at us. And they even called us names. They said we were... Shh. It's all right. Don't worry. It doesn't matter what anyone says. Don't listen to them. No one can define you with such words. You both have wonderful lives ahead of you. Just like your names. You will both blossom like beautiful flowers. Maybe your time to blossom hasn't quite come yet. But one day, you two will bloom more beautifully than anything else. Don't let the soil you're in now ruin your future beauty. Understand? My dear daughters. And cut! Und, wie habe ich abgeschnitten? Ich habe, glaube ich, fast immer nur eine Nahaufnahme gemacht. Nur einmal fern. Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. Yes! Also, if our clapper loader could avoid shouting at the start of the scene next time... Oh, got it. Great. I was a little worried that my nerves would get the better of me. What about you, Chevris? I felt fine. The lines weren't too difficult at all. Seems like Farina must have adapted the role nicely. You two were great. I couldn't tell it was your first time acting in a film. You should have more confidence. Thank you for your encouragement. Ihr seid Maschinen, aber sie ist Politikerin, die kann Schauspieler. Positions, everyone! We'll move on to the next scene after we try a few more camera angles. Stimmt, und die Chevreuse ist ja sozusagen undercover, Meister. Die kann auch Schauspieler. Die können das, die haben es im Blut. Ich vorbereite. Hey, ich kann nicht mehr schnell This lesen. scene is when our two characters return home, only to discover their mother has been murdered. Ready? Lights! Camera! Action! Mother, we're back. Mother? What's wrong, Tulip? Iris, stay away! Huh? Why? What's... Mother! Mother... She's... Huh? There's poison in this cup. Wo weiß sie das? Hat sie probiert? Huh? I could have sworn I've seen this kind of cup before. Those aristocrats. They didn't even try to cover up their actions.
Iris, we need to leave this place. Leave? But now that Mother is gone, where can we even go? Anywhere. All I know is that we can't stay in this house. But are we just going to let them get away with this? We'll have our revenge, I promise you. Just not right now. Come on, let's go. No, wait. We can't just leave Mother here like this. At least let me leave this rose with her. That's why we went out in the first place. To buy her this flower. All right. Goodbye, Mother. We'll avenge you. Someday. And cut! Beautiful! Great performance! Jetzt muss ich gar nichts machen. Alles von selbst. You're so amazing, Ayaka! And were those real tears I saw? How did you do it? Sag doch, sie ist Politikerin. I was surprised too. Thank you for the kind compliments. Actually, as soon as Director Farina said action, I told myself not to think about anything. I just felt the weight of the moment and became the character. It's quite similar to practicing the art of the sword. You clear your mind and focus only on what's happening in front of you. Ayaka's performance was amazing. Have I discovered an acting prodigy? Pipe down, everyone! We need to move on to the next scene! Oh, wie viele Szenen gibt's doch? Ein ganzer Tag mit Dreharbeiten am Set geht rasch vorüber. Huh? Are we done already? But Paimon wants to keep playing with the clapperboard. Chill, Paimon. How do you feel, Traveler? Is your arm sore from holding the camera all day? Ein bisschen, aber es hat eine Menge Spaß Good gemacht. work, you two. You too, Shivers. You were quite the actress today. I've read this novel many times before. I have a good grasp of my character's mindset. Anyway, do you remember my request from yesterday? Sie. Oh, right! We were having so much fun that Paimon nearly forgot! You have a case where the murders seem really similar to the cases in the novel, right? So, how are they similar exactly? In the story, the main characters grow up to become two musketeers, always using their guns to carry out their revenge. And on each of the victims, they place a rainbow rose as a signal that they've returned. Also, du willst damit sagen, auch in deinem Fall gab es Regenbogenrosen? Yes, that's correct. We found rainbow roses just like in the novel. Seems like you're connecting the dots now. Oh, that does sound pretty concerning. Especially after seeing the script today. Ooh, now Paimon can't stop wondering what kind of ulterior motive the murderer might have. What do you think, Traveler? You're smart. Paimon wants to hear your thoughts. Solange wir dabei assistieren, denke ich, dass wir an dem Fall mitarbeiten können. Good. On behalf of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol, thank you for your dedication to justice. There's no time to lose. We should start investigating right away. Follow me. Huh? Right now? Well, we just got done filming all day. Paimon's so tired. Hast du recht? The most valuable intel always comes after nightfall. They are like small, remote islands in the middle of the sea. If you don't stay vigilant, you will pass right by them in the fog. That's how one of my favorite books always puts it, at least. So, where are we going right now? Let's start by checking out some workshops that sell mechanical components. If the culprit is making their own weapons, it's very likely that they'll visit those sort of places. Der Auftrag wird derzeit anderweitig beansprucht. Bitte prüfe das. Die längst gescheiterte grafische Gegenmaßnahme. Das ist der hier. Bei einem Spaziergang durch eine bestimmte Gegend des Hofes von Fontaine stoßen Paimon und du auf eine interessante Geschichte. Katastrophe.
Ich habe hier nicht mal Quests zu tun und jetzt überlappen die sich schon. Katastrophe. Was ist das für eine Überlappung? Huh? Isn't that Charlotte? Haben wir auch bis jetzt noch nicht getroffen. Spoiler oder eine. Who's your friend and what are they chatting about? Please, with the cherry on top, Charlotte! Journalist extraordinaire! Please tell me you're joking! I read that a gang of criminals tricked the Gardamex by disguising themselves as blubber beasts. It's true, isn't it? It has to be! I've invested all my savings into graph adversarial technology and even taken out a sizable bank loan. I'm begging you like the beggiest beggar in all of begdom. Was du gesagt? Japanische? I need you to calm down a little, Miss Lapine, Pauline. Charlotte, Linse der Wahrheit. Eine lebhafte Reporterin mit einem ausgeprägten Sinn für große Schlagzeilen, die für Fontaines berühmte Zeitung Dampfvogel arbeitet. Sie streift durch die Straßen am Hof von Fontaine und nimmt sich der Wahrheit aller, in Klammer Wahrheit, aller Geschehnisse mit Hilfe ihrem Fotoapparat an. Charlotte hat sich zum Ziel gesetzt, ihr Leben lang authentisch und brisante Exklusivmeldungen zu schreiben. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit ist sie sogar gewillt, jegliche Norm zu überschreiten und selbst ohne Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit zu handeln. Über die Auswirkungen der Enthüllungen der Wahrheit ist sie sich mehr als bewusst. Weder ihre ermüdende Arbeit noch Kritik und Drohungen von außerhalb erschüttert ihre felsenfeste I admire your Entschlossenheit. passion for your research, and I don't mean to dash your hopes for those, big-ticket orders. But I'm afraid I'm not joking. The Blubber Beast incident was a short story mailed to us by an anonymous amateur author, written in the style of a true story. Geschichte? It sounds like they're just discussing a story, but why does this Miss Lapine Pauline seem so distressed? Funnily enough, I actually remember being in a meeting where the editing team was debating the potential risk of misleading the public with this story. They even went to Maison Gardiennage for advice. But to our surprise, they fully supported us printing it. They figured that the false intel would be a great way to dupe potential criminals into wearing ridiculous costumes when breaking the law. In truth, Gardamex are extremely sophisticated in their capabilities. They can identify criminals just as reliably as the best human guards, so a crude disguise isn't gonna get you far. Since we ran that story, the Maison Gardiennage has made a slew of arrests, including, one phantom blubber beast, a titanic red-crowned finch, and a Spectre Man. So I knew this story had helped out law enforcement, but this is the first time I'm learning of an innocent citizen being deceived by it, and investing so much Mora for nothing. Uh-oh. She really sounds like she's in pain. Hey, Charlotte! Traveler, Paimon, it's you! I was in the area taking some photos for a story when I got to talking to Miss Lapine Pauline about her research. She read an article in the Steambird about a criminal who evaded Gardamex detection by disguising themselves as a blubber beast. Inspired by this story, she spent a lot of Mora researching counter-criminal image recognition technology. Her aim was to improve Fontaine's public security by developing a device that could enhance Gardamex target recognition capabilities. She was hoping I could write an article to spread awareness about image recognition technology. She even paid me for the article and gave me one of her prototype devices before I could get a word in. But unfortunately, it was just a fictional story, and her efforts and aspirations were all in vain. I tried to let her down gently, but she's finding it all very hard to accept. This is a new situation for us, too. It's such a pity. It seems like the author was only
only trying to make the story interesting. And the Maison Gardiennage only had Fontaine's best interest in mind. Es hat niemand einen Fehler gemacht. Nur Lepine Pauline hat einen Schaden erlitten. Wait, Miss Lepine Pauline? What are you doing? I'm gonna pick a fight with a Gardamek, head to the opera at Biclès, and get a one-way ticket to the Fortress of Meropide. That way, I won't have to repay my debts. It's the only way I can afford to keep on living. Whoa, there's no need to go that far. I mean, come on, look at you. You wouldn't even dent the Gardamek's armor. In all likelihood, they'd only hold you up at the Maison Gardiennage for a few days before letting you out, and then you'd still have to repay your debts. Actually, instead of going into the technicalities of that, how much did you actually invest? 270,000 mora. Okay, well, escaping to the Fortress of Meropide over a sum like that seems like a last resort. Surely there must be other options. Not anymore. I used to be an equipment supplier to the Fontaine Research Institute before that blew to pieces, and now I'm just a small-time engineer. I scraped together some savings over the past few years, but I put every last mora into this project, and now I'm left with nothing. It's not just my savings that are gone, it's my whole future as a graph adversarial technology specialist and my dreams of becoming a billionaire one day. Der Billionär hat's rausgerissen. My life is over. Don't despair, Miss Lepine Pauline. I think I know a way for you to turn this around. This prototype you've given me, the camera lens for image recognition sample collection. It's really quite something. You said you designed it specifically for high-fidelity image capture and analysis, yes? The rapid focal length adjustment is a very useful function in its own right. It's sure to make many journalists' jobs much easier. In fact, I'd say it has the potential to revolutionize Fontaine's news media. So your research efforts thus far are by no means in vain. The technology you've developed may have many applications that you've never even considered. Really? Absolutely. I've been working as a journalist for the Steambird for a long time now. No one understands the issues we journalists face on a day-to-day basis better than me. So keep calm, take heart, and start thinking about mass production. In the meantime, I'll show your invention to all my colleagues to drum up interest in your product. I can't believe it! If this is true, then I can look into setting up a whole camera lens development pipeline. My big-ticket orders and billionaire aspirations are still in the cards. Hier geht's nur um die Kohle. Keine Hoffnung, nichts. Maybe I should consider taking out another loan. That way, I can rapidly improve the lens production process, be the first to market, and prepare to battle for dominance in the camera industry. Come on, stop daydreaming about your pipelines for a minute. Just take it one step at a time and see how it goes. There's no sense in putting all your eggs in one basket before things are even off the ground. Je größer der Ehrgeiz, desto leichter ist es, enttäuscht zu werden. And I can probably speak to some people I know and license my image recognition device to a workshop to raise some funds. I can't believe I didn't think of this sooner. Die Frau, die fliegt wieder auf die Fresse, wenn es weitergeht. There's no time to lose. I need to get to work. Early bird gets the worm. Can you believe her? She just ran off. Paimon's pretty sure our advice went in one ear and out the other. It's understandable. When inspiration and passion strike at the same time, it's all too easy to throw yourself headfirst into your work and forget about everyone around you. A lot of journalists are the same way when they're first starting out. But don't you worry. I'm gonna write an article on all this, and I'll be checking in on her regularly. Her research has the potential to benefit the entire journalistic community. I'll give her plenty of input to stop her from going down any rabbit holes, and make sure mass production of her lens can begin as soon as possible. It's reassuring to know that you'll be looking out for her, Charlotte. Wie von Charlotte zu erwarten. Actually, you know what? Why don't you two take this prototype lens? I'm sure you'll have plenty of chances to use it on your travels. It takes the right person to get the most out of a new technology. In your hands,
It's sure to capture some amazing sights. Thanks a lot, Charlotte. What a nice surprise. We were just curious about what you guys were talking about. Totally didn't expect to get a free gift out of it. You're welcome. I got something out of this too. The beginnings of a very interesting news story. The boundaries between real news reports and news-like fiction must not be blurred, even when there's a compelling justification for doing so. Yes, that's how I'll phrase it to the editors when I give them my feedback. Let's hope we don't mislead any more well-meaning citizens in the future. War die ganze Mission nur, damit ich diese scheiß Linse bekomme. Katastrophe, ey. Ich hab nicht mal eine Kamera, glaube ich, noch. ich sag's auch. Fontaine überspringt alles. Spoiler ohne Ende. Ich hab nicht mal eine Kamera. Ah, fuck, falscher Knopf. Aber Hauptsache mir gegeben. Ja, ich hab in dem Bereich doch gar nichts. Naja. Ja, das wollte ich. Kriege ich noch ein Urgestein wenigstens. Aber, Leute, das war's für heute. Teleportieren wir uns zurück nach Mondstadt. Länger gemacht als gedacht für diesen Part. Und wir haben die andere Event-Story noch nicht mal geschafft. Katastrophe. Aber, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye bye. Abonniert und kommentiert. Ciao, ciao.